think there's an unanswered email for both of us. For ours. From December. Yeah, let's check later. Okay, hallo, guten Tag. Willkommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Heute sollten wir die Folien allgemeine Vorstellung von Schnittstelle fertig machen. Also ich habe ein paar Folien zu folgen. Ich muss zuerst noch einmal über Little Endians und Big Endians sprechen. So, in unserem Beispiel hier, ich habe die Grenze mit Bytes gesetzt. Das bedeutet, wenn ich über Big Endian oder Little Endian hier gesprochen, mache ich immer in Bytes. Normalerweise, man kann auch denken, warum können wir nicht jeder Bit mit Big Endian und Little Endians codieren? So, wenn wir dann 32 Bits haben mit Big Endian, dann folgen wir direkt die 32 Bits vom More Significant Bit zum Least Significant Bit. Wenn wir Little Endian codieren, dann folgen wir zuerst Least Significant Bit und dann endet mit More Significant Bit. In der Übung gucken wir nicht so ganz genau. Sie können jede benutzen. Ja, wir erlauben alle Möglichkeiten. Das bedeutet, es ist eine Maßnahme von unserem Tutorial, um die Übung richtig zu schauen. Aber Sie können alles benutzen. Wir werden die alle Möglichkeiten gucken. Okay, bitte. Ja, also wenn ihr auf Blatt 10 drauf schaut, das was heute rauskommt, jede Sekunde, da gibt es eine Aufgabe zu Little und Big Endian, da ist halt so ein Stück Speicher hingemalt mit ganz vielen Bits drin und der hat natürlich Byte-Grenzen, also 8 Bit in einem Byte, aber die Bits sind natürlich auch von links nach rechts geschrieben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich bei Little Endian die Bits von links nach rechts lese oder rechts nach links lese, unabhängig von den Adressen, die ich eben, also Byte-Adressen, die ich nach Little und Big Endian sortiere. Entscheidet euch einfach für eine Version, lest es von links nach rechts oder rechts nach links und wendet die überall an. Ja, gut. Dann machen wir weiter über Speicher. So, wir haben über Hauptspeicher schon gesprochen. Es gibt auch Registerspeicher. So, warum brauchen wir Registerspeicher? Wenn wir Befehlen 3 Adressenteile angeben, dann ist es vielleicht besser, wenn wir mehr Register neben Prozessors haben und dann können wir schneller berechnen. Zum Beispiel, wir haben ein Befehl add, dann add hat zusammen 3 Adressen, Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3. Wenn wir die Adresse direkt codieren, dann man braucht große Befehlswörter länger. So, wenn wir solche Daten direkt im Register speichern, dann brauchen wir Registerspeicher. So, wir haben bisher über Register x0 bis x31 schon benutzt. Solche Registers sollten wir im Register speichern einordnen. Die Frage jetzt ist, warum brauchen wir Registerspeicher? Warum funktioniert solche Registerspeicher? Wir haben eine große Annahme. Solche Annahme ist, dass manche Programme verhalten sich in der Regel lokal. Or auf Englisch, locality. What every programmer should pay attention is locality, locality and locality. Das bedeutet, wenn wir die Daten und die Befehle immer in Registerspeicher speichern, dann können wir ganz schnell die Inhalte zugreifen.
wenn wir die Daten oder die Befehle leider nicht im Hauptspeicher speichern, dann brauchen wir längere Zeit, die Daten oder die Befehle zuzugreifen. Wir haben schon vor Weihnachten darüber schon gesprochen. Die Zugriffszeit von Registerfile ist ein paar Sekunden. Und wenn wir im Hauptspeicher zugreifen mussten, dann verbringen wir mehr als 100 Sekunden. Okay? So, deswegen, wenn wir über eine Vorschleife gucken, es gibt viele Variablen, es gibt auch Befehle. Dann wenn wir solche Befehle, Variablen wiederholen, ganz oft wiederholen, dann ist es am besten, dass wir die Inhalte in Register speichern. Dann das Registerspeicher hat natürlich eine große Beschränkung. Wir können mehrere Anzahl von Registers anordnen. Wir können auch lange Register, aber mit weniger Anzahl von Registern benutzen. Okay? So, zum Beispiel, wir haben 1024 Bytes im Registerspeicher. Dann können wir 32 Register, jeder mit 32 Bits zu ordnen. Wir können auch 16 Register, jeder mit 64 Bits anzuordnen. Dann es gibt natürlich Vorteile und Nachteile. Wenn wir große Anzahl von Registern haben, dann es gibt mehr lokale Zugriffe zu ermöglichen. Es bedeutet, wenn wir mehrere Elemente, mehrere Register, Anzahl von Registern hier haben, dann können wir zusammen mehrere hohe Chancen, dass wir die Variablen im Register finden. Es ist auch besser, dass wir das Hauptspeicher nicht so viele Belastung setzen, wenn wir 4 Register haben. Natürlich, es gibt auch entsprechende Nachteile. Dann, wenn wir mehr Register haben, dann brauchen wir auch mehrere Bits, um die Register zu indexen. So, wenn wir 32 Register haben, dann brauchen wir nur 5 Bits. Wenn wir 128 Register haben, dann brauchen wir 7 Bits. Und es ist auch dann, wenn wir mehr große Anzahl von Registern haben, dann brauchen wir auch mehrere Aufwand für das Raten und Rückschreiben, wenn wir Context-Switch haben oder Stack zu manipulieren. So, normalerweise ist ein Kompromiss. So, Sie können natürlich jedes Design-Prinzip benutzen, aber man sollte sich entscheiden, welcher ist am besten von die Einsatz. Wir können auch Registersätze über homogene und heterogene klassifizieren. Wenn alle Register gleiche Funktionalität haben, dann solche Registersätze ist homogen. Normalerweise haben wir manche Register für spezielle Funktionen. So zum Beispiel, bisher haben wir über x0, x1, x2 und Program Counter mit verschiedenen Funktionalitäten schon gesprochen. So, das bedeutet, wenn wir über die zwei gucken, es gibt auch Vorteile und Nachteile.
wenn wir heterogene Register benutzen, dann ist Befehle mit mehr Registers kann man leichter zu realisieren. Dann können wir auch die Register mit verschiedenen Funktionen codieren. Dann manche Befehle kann man nur mit besonders registriert benutzen. So, dann können wir auch weniger Bits in Befehle gucken. Es kann natürlich mehr effizient sein. Und natürlich, wenn wir jetzt solche Vorteile haben, dann haben wir auch Nachteile. Es bedeutet, wenn wir zwei Registers von verschiedenen Funktionen benutzen möchten, dann brauchen wir auch besondere Befehle zu folgen. Und das ist auch durch Compiler schwierig zu nutzen. Als Zusammenfassung über die allgemeine Sicht auf die Befehle-Schnittstelle. Wir haben über Speichermodell schon gesprochen. Hauptspeicher, Big Endian Little Endian ist. Und heute haben wir über Registerspeicher schon geguckt. Dann können wir weitergehen über Befehlssätze. So, natürlich können wir auch Befehle aus verschiedenen Gruppen klassifizieren. So, es gibt Befehle mit verschiedenen Funktionen. Zum Beispiel bisher haben wir über Load-Word, Store-Word und Move schon geguckt. So, hier sind Transfer-Befehle. Wir transportieren die Daten vom Speicher zum Register, also vom Register zum Hauptspeicher und weiter, auch Register zum Register. Es gibt Eingabe- und Ausgabebefehle, in und out. Am Ende des Semesters werden wir weiter noch einmal über Input-Output sprechen. Das ist vielleicht im Februar, hoffentlich. I hope that we have a chance to talk about that, otherwise we are in trouble. Because we usually have assignments for that in the classroom. Ja? Es gibt natürlich arithmetische Befehle, das haben wir schon viele Mal benutzt. Und es gibt logische Befehle, logisch AND, logisch UND. Es gibt auch vergleichende Befehle, set greater than. Es gibt auch Bitfair und Befehle, zum Beispiel Shift Logical Left, Shift Logical Right. Es gibt, solche Befehle sind Shift-Befehle. Es gibt diese Bitfair und Befehle sind Befehle, die genau über besondere Stellen in Bitlänge zu gucken, ob das genau Bit 1 ist oder nur. Und es gibt Sprungbefehle, Jump. Es gibt Control-Befehle, zum Beispiel, wenn wir Interrupt zu aussetzen. Und es gibt besondere Befehle, Test and Set. Für die zwei Befehle sind zurzeit vielleicht ein bisschen komisch für euch. Wir werden im Halbstunden noch einmal über solche Befehle gucken. Okay. Wir können für solche Befehle setzen, können wir auch über nach der Anzahl der Zugreifer aus dem Speicher zu klassifizieren. So, wenn wir über die Adressierung gucken, es kann sein, es gibt nur Stufe, keine Stufe, eine Stufe oder mehrere Stufen. Okay. So, was bedeutet es? So, wir haben schon zum Beispiel Load Upper Immediate. Load Upper Immediate haben wir ein Register und ein Konstant. Es gibt keine Adressierung. So, solche Befehle haben wir nur, nennen wir mit nur stufiger Adressierungsbefehle.
Das bedeutet, wenn ein Befehl nur mit Register und Konstanten zu tun, dann dieser Befehl hat nur Stichwort-Adressierung. Wenn wir einstufige Adressierung, das bedeutet, dass wir haben in solchen Befehl gucken wir zuerst die Adresse vom Register und dann können wir einfach Offset machen. So zum Beispiel Load-Wort. So, wenn wir über Load-Wort gucken, es gibt ein Zielregister und es gibt eine Adresse. Und von dieser Adresse brauchen wir ein Register als unsere Base-Adresse und kann man mit ein Immediate mit Offset zu berechnen. So, es kann sein, dieses Register, dieser Base-Register ist nur dann diese Adressierung ist direkt oder absolute Adressierung. Wenn diese Register nicht nur ist, dann es ist indirekte Adressierung. Dann brauchen wir die Adresse im Register und dann bekommen wir die richtige Adresse vom Speicher. Dann können wir direkt zugreifen. Okay, so man kann auch zweistufig oder dreistufig Adressierung machen. Ich habe die Folien schon verhindert. Es ist mit zweistufig, das ist sogenannte Indirect Adressierung, mehrstufig Adressierung und mit mehrstufig, das ist vielleicht zu viel für diese Vorlesung. Okay? So, wir können auch weitermachen zur Klassifikation. So, es gibt auch diese Klassifikation mit Adressemaschinen. So, wir können nur Adressemaschinen, Adressemaschinen, Hub-Adressemaschinen, Hub-Adressemaschinen, 2 Adressemaschinen und weiter. Verschiedene Adressemaschinen zu gucken. Das ist nicht gleich wie diese stufige Adressierung. Diese stufige Adressierung gucken wir nur, wie wird die richtige Adresse zu berechnen. Okay? Für Adressemaschinen, dann gucken wir, wie viele Adresse, wie viele Speicheradresse brauchen wir für einen Befehl. Okay? So, bisher haben wir schon mehrfach über 3 Adressemaschinen schon geguckt. So zum Beispiel Add, Sub, Multiplikation. Solche Arithmetic-Befehle haben wir 2 Eingaben und eine Ausgabe. Dann setzen wir die 2 Eingaben mit 2 Adressen, die Ausgabe in eine Adresse. Okay? So, das haben wir schon geguckt. So, wenn wir jetzt einfach ein Befehlformat über solche Adresse gucken und wenn wir die Adresse genau in Befehl codieren, dann bauen wir an dieser Stelle ein OP-Code und dann 3 Wörter für die Adresse von die 3 Speicheradresse. Okay, so nehmen wir an, dass wir mit 32 Bit gucken und ich nehme an, dass das OP-Code ist auch 32 Bit. Natürlich kann man weniger machen, aber das ist nur eine Einnahme. Okay, dann bauen wir zusammen 128 Bits hier, um eine 3-Adresse-Maschine zu schaffen. Okay, dann
Das bedeutet, wir gucken jetzt, wie können wir diese anwenden. So, wenn wir a plus b dann mal c zu berechnen möchten, dann können wir in zwei Stufen mit zwei Befehlen implementieren. So, zuerst machen wir a plus b, dann speichern wir in eine Temporaladresse, in Adresse T1. Dann machen wir die Multiplikation T1 mal c und speichern wir das Ergebnis in die Adresse D. Dann brauchen wir zwei Befehle und die Programmgröße ist 2 mal 128 Bit, dann ist es 256 Bit und brauchen wir 2 mal 3 mal Speicher zu greifen. Das ist 6. Okay? Keine Frage? Okay, so dann können wir jetzt ein bisschen Kreativität machen. Wir können die Befehle ein bisschen verkürzen. Wir benutzen jetzt nur zwei Adressemaschinen. Es bedeutet, wir machen immer Speicher S1, Arithmetik mit Operation mit Speicher S2 und das Ergebnis schreiben wir immer auf Speicher S1. Das bedeutet, wir machen immer A zum, wir machen zum Beispiel immer S1 plus assigned to S2. Ja? So, das kennen Sie schon in Java und anderen Programmsprachen. Okay, dann für diese Realisierung, das Befehlformat braucht man nur 3 mal 32 Bit, so zusammen 96 Bit, ein Befehl zu codieren. Okay, dann gucken wir noch einmal, wie können wir diese machen. So, gleiche Berechnung, a plus b, dann mal c. So, zuerst brauchen wir eine Adresse aus das Ergebnis. So, T1 ist unser Ergebnisadresse. So, zuerst setzen wir T1 mit den Inhalt von Adresse A und dann hier ist T1 jetzt zum T1 plus B zugesetzt und dann T1 mal C und dann können wir diese T1 in Adresse D zusetzen. Man kann natürlich hier schon D einfach setzen, so brauchen wir diese nicht. Dann brauchen wir D, D und dann D. Okay? Dann die Frage jetzt, dann brauchen wir zusammen diese Programmgröße. Wenn wir 4 Befehle haben, dann das ist 4 mal 96, das ist gleich wie früher, 384 Bit. Und die Speicherzugreifer hier ist leider mehr, dann das ist zusammen 10 mal. Wir können weitermachen. So, 1,5 Adressemaschine, wo kommt der Hub ist mit Register. So, wir haben, weil Register schneller ist, dann setzen wir nur Hub. So, das bedeutet, das ist gleich wie 2 Adressemaschinen, aber das Ergebnis schreiben wir nur in Register. Okay, dann das ist gleich wie früher, aber das ist billiger im Befehlformat. Das bedeutet, wenn wir hier gucken, wir können das Opcode und Registernummer schon in die ersten 32 Bits codieren und dann brauchen wir nur ein zusätzliches Wort für die Adresse von S.
Okay, dann brauchen wir nur 64 Bit für jeden Befehl. Dann, natürlich können wir gleich wie früher machen. So brauchen wir 4 Befehle. Und dann die Größe ist 4 mal 64 Bit, dann ist es 256 Bit. Und wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 um Speicher zu greifen. Okay? Das ist natürlich weniger. Man kann auch eine Adressmaschine machen. Was ist der Unterschied? Es bedeutet, wir kennen leider jetzt kein Register. Wir können nicht jetzt alle Register benutzen. Wir können nur ein besonderes Register benutzen. Dieses Register nenne ich mit Akku. So, Akku ist der einzige Register, wir brauchen. Dann können wir direkt dort setzen. Ja? Dann es ist als gleich wie früher. Dann bekommen wir auch gleiche Größe. Ja, natürlich. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass wir einfach keine Adresse zu definieren. So, es ist mit sogenannten nur Adressmaschine. Es bedeutet, wir benutzen einfach das Konzept Stack. Es gibt keine Adresse mehr. Wir können Inhalte auf Stack lassen und dann von Stack ausnehmen. Okay, so I have to remind you that this stack is different from the stack we talked on Monday. This stack is a stack you learned already in tab 1. The stack you learned from tab 1 has 2 operations. Push 2, push and pop. You push to the top of the stack, you pop out from the stack. Okay? When you push to the stack, the item you put is on top of the stack. When you pop out from the stack, the top item is removed from the stack. Okay? So, sorry, speaking English. Deswegen brauchen wir keine Adresse. Wir brauchen nur 2 besondere Befehle. Ein ist pop, andere ist push. Okay, so wie können wir so machen? Dann es gibt zusammen zwei Befehle zu manipulieren, push und pop. Es gibt natürlich Befehle, die wir Arithmetik benutzen können. So machen wir hier einfach mit Add und Multiplikation. So, dann gucken wir jetzt als ein Beispiel noch einmal a plus b plus c plus d. Dann, was brauchen wir? Jetzt ist nochmal Meister. Wir push a und dann push b. Und dann, wenn wir Add-Befehle haben, dann die 2 Wörter von Tab werden von Stapel ausgenommen und dann man wird eine Arithmetik-Operation hier Add. Das bedeutet, wir nehmen 20 und 10 aus dem Stapel und dann addieren wir die 2 zusammen, dann bekommen wir 30. Okay, dann setzen wir das Ergebnis 30 zurück zum Stapel. Das bedeutet, eine Befehl Add
hat man zusammen 4 Operationen. Es ist zuerst Pop und dann Add und dann Push zurück. Dann bekommen wir diese. Dann machen wir noch einmal Push C und dann machen wir Multiplikation. Dann ist 150, dann Push und dann D ist 150. So, dann können wir solche Befehle zu codieren. Wir können ein Byte für OP-Code zu setzen und dann die Adresse von Push und Pop brauchen wir natürlich noch mal die Adresse, aber für diese 2 Add und Multiplikation brauchen wir keine Adresse mehr. Okay? Dann das Command, noch einmal gucken, wie groß ist dieser Befehl. Dann haben wir zusammen 1, 2, 3, 4 Befehle mit 5 Byte und dann 2 Befehle mit nur 1 Byte. Zusammen die Größe ist 22 Byte und dann brauchen wir noch einmal 4 Mal Speicher zugreifen. Habe ich geschafft. Okay, gut. Hier ist die Kurzvorstellung über Befehlssatz. Dann am Ende müssen wir über das interessante Thema RISC und CISC zu lesen. So, es gibt auch Klassifikation von Befehlssätzen aus Reduced Instruction Set Computers and Complex Instruction Set Computers. So mit die 2 Namen RISC und CISC. So, was bedeutet die 2? So, wenn wir über die Performance gucken, wir würden ein System mit hoher Ausführungsgeschwindigkeit bekommen. Das bedeutet, wir hoffentlich Befehle mit einfach Entwicklung zu realisieren, sodass wir jede Befehl schnell berechnen können. Und dann bekommen wir diese Cycles per Instructions, um die Performance zu bewerten. So, was bedeutet Cycles per Instruction? Es ist die Ansatz von Zyklen jeder Instructions zu berechnen. Basically, it says what it does. Cycles per instruction. How many cycles do you need for one instruction? It's an average value. It could be, if you look at the statistics, you could also look at the percentile guarantee. Mit RISC-Maschinen, unsere Haupt ist das, solche Cycles per Instruction ist 1. Es bedeutet, in jedem Zyklus können wir einen Befehl fertig berechnen. Mit CISC-Maschinen, wir werden später sprechen, es ist schwierig, und unter solche Cycles per Instruction unter 2 zu kommen. Das bedeutet, solche Befehle sind zu komplex. Es dauert auch länger am Ende zu berechnen. Warum Cycles per Instruction wichtig ist, wenn wir über die Programmlaufzeit gucken, es ist einfach die Anzahl der ausführenden Befehle multipliziert mit Cycles per Instruction des Programms und multipliziert mit die Laufzeit vom Buszyklus. Ja?
Wenn wir CPIs verkleinern, dann können wir auch bessere Performance haben. So, dann was ist die Eigenschaft von RISC Computers? So, für RISC Computers haben wir fester Befehlswert länger. Es bedeutet, jeder Befehl hat gleiche Länge. Zum Beispiel 32 Bits. Es gibt dann Lot- und Store-Architektur. Wir können leider nicht direkt über die Adresse von Hauptspeicher benutzen. Wir sollten zuerst die Datei von Hauptspeicher im Register laden und dann am Ende sollten wir die Inhalte vom Register in Hauptspeicher transportieren. Diese sogenannten Lot- und Store-Architektur. Dann es gibt nur einfache Adressierungsarten. Zum Beispiel, es gibt nur Direct-Adressierung und keine Indirect-Adressierung. Und wird über die Lücke zwischen Hochsprachen und Assembly-Befehlen gucken, dann es gibt vielleicht in Hochspeicher nicht genau solche entsprechenden Befehle, dann solche Statements, solche Ausweisung. Solche Ausweisung in Hochsprachen kann man durch Compiler mit mehreren Befehlen einzusetzen. Okay, so I explain this again. If you want to perform a statement in your program, in a high-level programming, and you cannot find a corresponding instruction, you can apply the compiler to bridge these two. The compiler will set multiple instructions and then use that to bridge the gap. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir noch einmal über Schleifer gucken, natürlich haben wir keine Befehle über Schleifer in RISC. So, dann brauchen wir an dieser Stelle einfach Compilers, um Schleifer, For Loop und While Loop zu realisieren. Dann, wenn wir okay, so. Okay. So, wenn wir über die Beschränkung von Befehlen gucken, so zum Beispiel mit 2 Megabits Grenze bei RISC-V und 32 Bits in Konstanten, dann brauchen wir Software, um diese semantische Lücke überzubringen. Es bedeutet, wenn wir nur Lot Immediate 20 Bits haben, dann können wir mit Lot Immediate anderes mit Sudo-Befehle zu setzen. Dann mit solchen Eigenschaften sind RISC Computers rein in Hardware realisierbar und das kann man mit einfach Karten und Flip-Flops zu implementieren. On the other hand, as complex instruction set computers, solche Computers waren entstanden in Zeiten schlechter Compilers und mit großer Geschwindigkeit Unterschied zwischen Speicherprozessors zu entwickeln.
Und für solche complex Instructions Computers Befehle sollten am möglichsten nahe an den Hauptspeicher sein. Es bedeutet, für jede Ausweisung in Hauptsprache gibt es ein entsprechender Befehl. Okay? Und dann gibt es keine semantische Lücke und mit jedem geholten Befehl sollte der Prozessor viel zu tun. Wir sollten es gibt dann mehr und sehr komplexe Befehle. So, hier ist ein Beispiel. So, Motorola Prozessor. Wenn wir noch einmal gucken über den Befehl Move, dann die OP-Code ist nur. Dann die Frage ist, wie viele Bits sollten wir transportieren? So, es kann ein Byte sein, es kann ein Wort sein, es kann 2 Wörter sein. So, jeder Wort hatte 16 Bits im Motorola, 68000. Dann es gibt auch die 2 verschiedene Modus vom Zielregister und Quellregister. Dann muss man zuerst den Befehl dekodieren und dann genau gucken, welche Befehle, wie waren solche Befehle auszuführen. So, hier ist die ganz genau verschiedenen Möglichkeiten. Ja? Wenn wir über Move in RISC noch einmal denken, dann das ist mit nur einer Möglichkeit. Es bedeutet, CISC-Prozessoren, Platforms braucht man mehr Zeit, um einen Befehl auszuführen, aber es gibt auch Vorteile. So, CISC hat relativ kompakte Codierung vom Programm. Das bedeutet, jede Anweisung gibt es ein entsprechende Befehle und dann von jeder Befehl leider braucht man mehrere Zukunft. Es bedeutet, die Anzahl der Zukunft, jeder pro Befehl, kann groß sein. Dann man braucht ein Mikroprogramm um die Funktion der Befehle genau zu interpretieren. Und Compiler muss man ganz genau optimieren, ansonsten kann man nicht viele Befehle nicht nutzen. Gut, ist die Frage. Und was wollen wir jetzt? Ist RISC-V ein RISC oder ein CISC? It's a good question. Man sollte dazu sagen, dass Informatiker es lustig fänden. Man könnte dazu sagen, dass einige Informatiker es lustig fänden, einen RISC-Prozessor mit CISC im Namen zu nennen oder andersrum. Also, nur mal so gesagt. Okay, after listening to this classification, is RISC-V that we use up to now in the lecture a RISC or a CISC? I think array addressing is a nice example for CISC versus RISC instructions. Like x86 has this crazy thing. So, while you are thinking about that, 6 processors are, for example, Intel processors, got the x86 processors, Motorola processor I explained earlier. And I would argue that Intel processors are now also RISC processors. For a reason that internally, the micro operations are operated in a RISC manner. Externally,
the programmers, when instructions or menus of the instructions architecture of x86 processors are CISC. Okay? But when you really need to ask an instruction, you can make it an RISC internally. Okay. Good. So I hope, let's see. Okay. I think we still successfully somehow got a few students got the incorrect answer. So what should I do? Where is the correct answer? There's no correct answer for this question. Oh, it's a RISC, by the way. I mean, if you look at the features of RISC, sometimes I also accidentally said RISC-V had this feature, but it's actually RISC. Huh? The RISC-V consider as the V is not V, the V is 5, right? You can consider as the 5th generation or 5th evolution of RISC. Okay. Good. Then, of course, we always come to the next question, which was spricht dafür, einen CISC-Prozessor zu verwenden? Shouldn't that be the next question? No, the next question is Swiss. Ah, okay. We can add one more. Which one is better at some point? I sometimes feel that it was very creative to create those answers. Because we have to be creative enough that most answers seem to be meaningful, at least by reading that. And then you cannot be there cannot be too much misleading, right? The second answer is good. The second one is good. Yeah, and I think the second answer is the most creative one I've ever seen for this set of questions, for this set of answers. Okay, so due to the high complexity of CISC, the processor is larger, so it's easier to be cooled. It's like the chip GPT was doing the answering here. These two things seem to, both of them seem to be reasonable, but when you put them together, it has no sense at all. Okay, let's have a look. So, let's have a look of the answer. Ja, es kommen viele Möglichkeiten Zeit. Es kann sein, so die Competitivität. The competitivity is the most important thing. At Intel cannot move out from CISC to RISC because that implies that every program for x86 must be recompiled and must be re-optimized. You must make sure that the instructions, the statements in a program always have the corresponding RISC implementations. And sometimes some crazy programmers like to directly call instructions instead of asking the high-level programming language to do the translation through the compiler because they believe that you get a better performance for that. And in fact, every serious business sector would use that whenever the performance matters. Cryptography,
optimization, automotive systems, you see a lot of low specialized instructions being used. So you would have to stay with that for competitivity. And naturally, you could have these two other options, but a larger computer is not better to be cool. Okay? And the reason why this is not correct is just because the two do not connect together. They are irrelevant. If you want to talk about cooling, visit my lecture of computer architecture. I would spend some time talking about how to cool your hot chip, or how to make your core chip hot. I don't know which one is better to say, but we can do both. Now, if you have more instructions, then you can have more programs. This is not correct. As long as you are Turing complete, then you can do the other same. If you cannot show that having more instruction set would be the same capability of less instruction, then you have the same. As long as they are Turing complete, then you can do the same thing. But it's not relevant to this lecture here. It's more related to theoretical computer science. We have one more question, right? Or two more. So, was spricht dafür, eine RISC-Prozessor zu verwenden? So I think compatibility is always a reason, right? So if your system originally worked with RISC, and you want to change to CISC, you need a better motivation to do that. And Christian just made a comment that if you, even within the RISC, sometimes they don't care about the compatibility because the new business may motivate them to have a new generation. Yeah? But I think x86 has a tradition to be more compatible because I think they serve more for enterprise customers, for the desktop, and for the servers. So they were more concerned about that. On the other hand, the RISC processors were not so keen in keeping the compatibility, but they would try it within one generation or within one set to do that. Okay, so let's have a look. Compatibility, yes. Okay. I'm surprised that the third option only got 62%. But of course, you would like to have RISC so that your system is easier to be constructed. By the way, so RISC has nothing to do with easy programming. It's only about the instruction set being reduced to be more understandable. Okay? RISC processor is not always faster. If you design it incorrectly, it's slower. If you design it correctly, it could be still slower because you don't have the best technology in the semiconductor. We are not able to compare them in that way. Okay, so then I could spend a few more minutes to talk about this, but I think we have another question. Oops, wait a second. Can you remove the percentage? The next one, yes. Yep. So which one is better, RISC or CISC?
I'm also surprised by the question. By the way, we just put that online on the fly. Hard to say. Most of you probably also, some of you probably also follow the recent development or competition between Apple, AMD, and Intel. Right? So your laptop is, RISC. which processor is that? Das ist der Apple M1, das ist ein ARM-Prozessor und der ist RISC. Yeah, so it's an ARM processor, it's a RISC. Why did you choose that? Ist schneller, energiesparender, besser. Yeah. Why don't you use the AMD one? The AMD processors? Ist langsamer, verbraucht mehr Energie. Okay. Good. So the RISC processors were used very often in embedded systems, smartphones, and all the stuff. The RISC processors had a few attempts to jump into the business market of desktops and servers. They were never so successful until the Apple's M1. ARM servers were quite successful. Sorry, desktops. Okay. I'm so successful as a boost. The main reason is the compatibility. So when Apple released M1 processors, the biggest question is that, can I run Office? Can I run all those applications? Can I still use Apple's all applications that I like to use on Mac OS? Originally with Intel processors, now with M1 processors. It has nothing to do with which one is cheaper, which one is more expensive. And of course, due to the design of RISC M1, with the right technology and right design, is cooler in terms of temperature, and is also more energy efficient in terms of sustainability, and faster if you run certain applications that are good to be used, to be executed with RISC. Of course, there are also applications that CISC has a better performance, but as I said, it depends on the applications you need. But if you look at the energy efficiency, then Apple M1 is better. But it does not mean that RISC is always better. It just means that at this moment, RISC is taking the winning side in terms of energy efficiency. I think it's not decided. The new Intel generation is pretty close. I'm just saying that. So in terms of the competition, we cannot say which one is better, definitely. It's just that now there's been a trend to design the computers in a more energy efficient manner, because now we can use the laptop for 10 hours without charging. It's all thanks to the energy efficiency of the processor technology, and also thanks to the new technology from the companies I would proudly name with TSMC. So you get basically the most efficient and high-level technology you can use to construct energy-efficient chips. Okay? But things may change, right? Because there's no clear distinction between RISC and CISC. You can have CISC as the instructions and RISC as the internal executors. Then maybe you have a CISC processor that looks just like CISC from the outside, but it's completely RISC. And that could be even more energy efficient, right? And you could have opposite, that you have a RISC as outside, and internally you group instructions together and make them like RISC, CISC. So, but therefore, I think we can have a look at the answer. My argument is that we should have the third option of this one. So we cannot always tell. But at this moment, I think if we are forced to choose one,
I would say at this moment, risk seems to be better in terms of energy efficiency. And it seems like they made the mobile market. Und man muss auch dazu sagen, so wie es aktuell aussieht, scheint Risk die ziemliche Vorhand auf dem mobilen Markt, also Handys, Smartwatches und so zu haben. Und da sieht es nicht ganz so aus, als ob CISC da in nächster Zeit irgendwie reingrätscht. Yeah, but say 50 years ago, you would make a different opinion, right? Well, we would not know what happens in 20 years. Risk may come back and then take the right again, and then it'll again become another case. Let's not join the holy war. Let's pray for the peace. We don't discuss which one is better. We only say that they both exist, and as a computer scientist, you are supposed to know the advantage and disadvantage of each of them. Okay, gut. Das war's für Risk gegen CISC. Und so, jetzt gehen wir zum Ende, zur Vorstellung. Wir sollten auch über Interrupts oder Unterbrechungen sprechen. So, Unterbrechungen auf Englisch mit Ausnahmesituationen oder Exceptions. So, wenn Sie mit Java programmieren, es gibt normalerweise Exceptions für meisten Funktionen. Das bedeutet, wenn wir solche Ausnahmesituationen hat, dann muss man über das Programm aussetzen und dann solche Ausnahmesituationen zu behandeln. Solche Ausnahmesituationen kann zum Beispiel Arithmetik-Ausnahme sein, so Divide by Zero kann ungültig Instruktion sein, zum Beispiel falsch Opcode, ungültig Adresse sein, zum Beispiel den Einzugriff zum ungültigen Adresse von anderen Benutzern kann Speicherschutz verletzt sein. So, was kann man über solche Interrupts, Unterbrechungen gucken? So, Interrupts sind fast gleich wie Prozeduren auf Luft, aber fast gleich, aber nicht gleich. Okay? Der Unterschied ist das, wenn wir über Funktionen auf Lufen gucken, dann es gibt bestimmte Besteller, mit denen sollten wir auf andere Adresse springen. Okay? So when you look at the function calls, you know that you only jump to the corresponding address for a specific instruction. That is jump and link. We jump and link to that instruction, to that address, and then we would handle the stack accordingly. Und wenn wir jetzt über Ausnahmen und Interrupts gucken, dann solche Ausnahme kann auf jeder Zeit sein. Es ist nicht an einer bestimmten Stelle, solche Ausnahme kann an jeder Befehl kann stattfinden an jeder Stelle. Es bedeutet, wenn wir jetzt mit solchen Interrupts zu gucken, dann bauen wir solche Aufruf vom entsprechenden Befehl wie Jump and Link. Das ist nicht in unser Programm, aber das ist mit Hardware erzeugt Aufruf. Okay, so was sollten wir dann machen? Wir sollten zuerst die Tieradresse bestimmen
dann gucken wir, welche Unterbrechungsursache das ist. Dann es gibt zwei Möglichkeiten, über die Unterbrechungsursache gucken. Eine ist mit Vectored Interrupts. Das bedeutet, dann bekommen wir die Ursache mit der Unterbrechung sofort direkt bekannt. Und dann sonst müssen wir an jedem Bit gucken, welche Ursache das ist. Dann bekommen wir die Ursache. So wir bekommen zum ersten einen Befehl. Solcher Befehl spricht, es Interrupt gibt. Dann gucken wir, welche Ursache das ist. Und dann sollten wir darüber behandeln. Dann springen wir in diese genaue Adresse. Bevor dort springen, sollten wir zuerst über die Rückkehradresse bearbeiten. Das ist gleich wie Stack-Manipulation von Caller. Okay? Und dann am Ende der Behandlung sollten wir zurückgehen. Und wenn wir dort gucken, dann müssen wir Stack immer manipulieren und müssen Unterbrechungen genau gucken. So, gut. Dann es gibt, was habe ich schon gesprochen? Wenn es mehrere Unterbrechungsursachen gibt, dann es gibt auch Priorität. Wir sollten auch uns entscheiden, welche Ausnahmebehandlung wir zuerst machen sollten. Und dann, wenn wir ein paar Interrupts stellen, können wir auch mit besonderen Befehlen solche Interrupts zu sperren. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel ein Interrupt von dieser Ursache schon bekommen, dann können wir dort arbeiten, dann während der Arbeit können wir einfach solche Typen Interrupts einfach sperren. Dann wir haben auch am Ende der Behandlung sollten wir zurückgehen. Dann wollen wir hier mit Interrupt Return Adresse. Diese machen wir in RISC-V return. Und die Rückkehradresse können wir von Machine Exception Program Counter weitermachen. Okay? So, let's see. Okay. I thought I have an animation for that. It seems that it's too complicated. We did not do it. So, then sorry for that. So, and I showed a speak list. We are not going to go into the details of interrupt handling because it's too much for the first semester lecture. If you're interested in that, you can join the lecture offered by Professor, I'm sorry. Peter? What is Peter says? Oh, you can join the lecture, Betriebssystembau in the master program from Professor Peter Ubrich in the master program. You can also join my lecture that will be offered again in this winter, we promise. The real-time systems and, the real-time operating systems design and implementation. We will do the hard coding of interrupt handling there. Or if you really, really want to know how to do the interrupt, talk to us. We will have sufficient assignments for you to do. We would, of course, first test whether you are really interested. And then if you are really, really interested, we would have a lot of things, research topics related to operating systems that you can also get familiar with the interrupts. But I think having this high-level idea that the interrupts are very like the function calls,
just that the interrupt can happen at any time, and therefore you need to prepare the best case, the worst case, that when you do the interrupt handling. So you have to do the stack manipulation based on special instructions, based on special types of handling for the interrupts. You have to decide whether you want to disable the interrupts or not, otherwise you get repetitive interrupts. You have to decide whether you want this function call, this interrupt service handler to be re-entrantable or not. And those are the things I can nicely talk here, but you would have no idea what I'm talking. So we decided not to go into that level of details. Okay, so up to here, that also means that the two slides here are only for your summary, but if you want to master the interrupt handlers, you will need to also understand some further steps as well. Okay, so dann wenn wir weiter über Unterbrechung gucken. Es gibt auch die zwei Möglichkeiten, synchrone oder asynchrone Unterbrechungen. So, synchrone Unterbrechungen bedeutet, dass solche Ausnahmesituationen können durch das aktuell ausgeführte Programm herbeigeführt werden. Das bedeutet, wenn es eine Ausnahme gibt, dann muss man sofort behandeln. Es gibt auch asynchrone Unterbrechungen. An solcher Stelle kann man einfach warten. Synchrone Unterbrechungen, das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir eine ungültige Adresse haben, dann sollten wir sofort reagieren, ansonsten hat der Hacker schon die Datei bekommen. Für asynchrone Unterbrechungen, dann das Command einfach mit Input-Output-Gerät, zum Beispiel der Keyboard, aus einzusetzen. Dann muss man auch sich entscheiden, ob solche Unterbrechung am Ende des laufenden Befehls oder bereits während der Befehlbearbeitung zu setzen. So, wenn wir jetzt mit Speicherschutzverletzung gucken oder mit illegalen Befehl gucken, dann ist es am besten, dass wir sofort den Befehl stoppen. Ansonsten in anderen Fällen kann man einfach warten. Am Ende der Bearbeitung kann man einfach die Behandlung starten. Dann können wir können auch uns entscheiden, ob wir solches Programm einfach abbrechen oder einfach fortfahren. Dann natürlich, es gibt auch verschiedene Fälle für solche Dinge. Dann, wenn wir mit verschiedenen Unterbrechungen gucken, dann, wenn wir über Eingabe, Ausgabegerät gucken, dann normalerweise diese sind asynchron und wir können einfach warten bis Ende der Befehle und es gibt natürlich auch anderes. Okay? Gut. Dann, sollte ich am Ende über Unterbrechung reden, ist eine ganz wichtige Funktion in RISC-V. Das ist mit eCall. Did I already have eCall? Yeah, okay. So, where was that? Übungsblatt? 9, okay. So you have already seen that in one of the exercises earlier. Although we did not explain that at the time because it was a bit too complicated to do that too early. So environment code is auch ein Ausnahme. So the reason is that if you really think about your system, when you need to print out something on your screen, it's not only about your program. It's about the operating system and hardware. So you need an environment to do that. If you want to exit from the call, it's part of the operating systems to do that. So in RISC-V,
there's a special instruction called, special function called eCall, and this is used in ROS. And the service, what you can do is that you look at the service number, you put into the eCode. If the service number is 1, then the idea is to print an integer. So what you need to do is what the sys environment does is to take the integer encoded in x10 and print the integer out. And then you can also read the integer, or you can also simply exit from the program when the service number is 10. Okay, so by simulator, es gibt keine Betriebssysteme. Deswegen, wenn wir über eCode machen, dann ist direkt ist Simulator, Simulation durch ROS. Okay, gut. So, dann können wir the re-entering code. Why do we have the re-entering code here? So the re-entering code is related to whether this function code can be called multiple times without problem, again and again. Whether the service handler can enter the re-entering code or not. It was used earlier as an example to do that, but I think we don't have sufficient information to do this again. I will remove the slides over here. Okay. Okay, gut. Gibt es Fragen über Unterbrechungen? Or interrupt? No? Alles gut? I think when I gave this in the past, this was one of the most difficult things to do. It's good that we don't do it again. So, am Ende von heute sollten wir auch über von Neumann-Modell gucken. So, fast alle Rechnungen heute sind von Neumann rechnend mit die folgenden Eigenschaften. So, was sehen wir von Neumann Modell? Es gibt einen Prozessor und es gibt Speicher. Dann es gibt Input und Output Geräte. Okay? Dann die Rechnungsanlage hat nur die 3 Komponenten und dann brauchen wir einfach ein Verbindungsnetzwerk, um die 3 Dinge zu verbinden. Okay? So, wir haben 3 wichtige Komponenten. Ein ist Prozessor, eine ist Speicher und dann Input, Output. Und um die 3 Komponenten zu verbinden, bauen wir Verbindungsnetzwerk. Okay, dann wenn wir jetzt über solche Komponenten von unserem PC gucken, dann es gibt Prozessor hier, of course not this one. This is a fan, by the way. It's not a processor. Under the fan is the processor, okay? Und dann haben wir diesen Speicher, okay? Dann haben wir verschiedene Input-Output-Geräte, zum Beispiel SATA-Interface, PCI-Express-Interface und weiter. Und die Dinge setzen wir zusammen auf Motherboard und dann können wir die alle Komponenten verbinden. Okay, so können wir noch einmal. Where's the processor? The processor is here. The memories are here. And you have a lot of I/O devices here. And then, of course, you have the input and output ports over here.
If we open your laptop, it would be a similar structure. It's irrelevant whether it's RISC or CISC systems. Okay? So es bedeutet, die Struktur der Anlage ist fast unabhängig vom Bearbeitungsprogramm. Die Anlage ist speichert programmierbar. Wir haben zwei wichtige Komponenten, Prozessor. In diesem Prozessor bauen wir zwei Leitwerk und Rechenwerk, Data Paths und Processing Paths. Und wenn wir um die Daten zu arbeiten, bauen wir Speicher. Okay? Dann die Anweisungen und Operanden werden in dieser physikalischen Speicher gespeichert. Das bedeutet, wir haben Befehle, Daten zusammen in dieser physikalischen Speicher sollten dort speichern. Der Speicher wird in Zellen mit gleicher Größe geteilt. Die Zellnummern heißen Adressen. Das bedeutet, wir haben bisher schon solche Dinge gemacht. So, wenn wir die Daten vom Hauptspeicher zugreifen möchten, dann müssen wir zuerst die Adresse zugeben und dann diese Adresse am Ende erreichen wir die richtigen Zellen und dann bekommen wir die Daten vom Rechner. Und das Programm besteht aus einer Folge von elementaren Befehlen, die in der Reihenfolge der Speichernode bearbeitet werden. Das bedeutet jetzt, einfach ist so, wenn wir über das Textsegment gucken, wenn es keine Springbefehle gibt, dann bearbeiten wir einfach in der Reihenfolge von unserem Speicherraum. Jedes Mal mit PC+4 und weiter. Wenn wir über RISC machen, wenn wir mit CISC gucken, dann es gibt bestimmte Adresse von nächsten Befehlen, aber wir sollten mit der genauen Reihenfolge der Speichern folgen. Natürlich, wenn wir solche Folgen springen möchten, dann können wir mit Abweichungen, mit Sprungbefehlen zu arbeiten. Okay, so dann es werden Folgen von Binärzeichen verwendet, um alle Größe darzustellen. Das haben wir schon geguckt mit Big Vektoren, dann geben wir immer mit Binärzeichen. Es gibt dann keine explizite Angabe von repräsentierenden Typen. Es bedeutet, dass wir haben keine Ahnung, welcher Typ von Daten wenn wir in eine Adresse speichern. That means that if you just look into the memory, you have no distinction between integers and characters. If you have one integer and 4 bytes of characters, they are just 4 bytes stored somewhere in that memory space. You cannot distinguish them. Okay? That also means that if you try to manipulate the memory, you better have a good knowledge about the text segment, the data segment, whether that stores a variable, that stores a data, that stores an instruction, and without the information, you have no clear clue what you are doing. Okay, gut, das ist dann diese Zusammenfassung. Dann haben wir
über die Schnittstelle schon ausgesprochen. Was ist unsere Zukunft des Semesters? Nächste Woche werden wir über Mikroprogrammierung und nächste Woche werden wir über das Leitwerk und das Rechenwerk sprechen. So, es gibt zwei Teile. Zuerst gucken wir, wie man genau solche Befehle realisieren kann und wie man solche Realisieren verbessern kann. Okay? Am Montag sprechen wir mit Mikroprogrammierung. Am Mittwoch sprechen wir über Fließbandverarbeitung, auf Englisch Pipeline. Dann über nächste Woche werden wir über Speicher sprechen. Es dauert zusammen 2 bis 3 Termine. Ich glaube 3 passt. Dann am Ende des Semesters sprechen wir über Inputs und Outputs. Da haben wir das Semester geschafft. Nachdem haben wir Probeklausur und über die Probeklausur müssen wir zuerst die genaue Information sammeln und dann können wir die Probeklausur-Information ausgeben. Okay. Gibt es Fragen? Wenn nein, bis nächsten Montag.